bin Tobias Groß. Studiert habe ich Biochemie und Biotechnologie in Ulm und in der Hochschule Biberach und bin dann für meinen Master nach Freiburg gekommen, an den Lehrstuhl von Professor Zengerle. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit der Picotechnologie, also mit Actom. Die Picotechnologie ist ein digitaler Immunoassay. Das bedeutet, wir benutzen Antikörper, die mit einem Oligonukleotiden markiert sind. Und was es letztendlich dann macht, ist, man ist eben in der Lage, dass diese Antikörper dann gleichzeitig an das Zielmolekül binden, zum Beispiel ein Protein. Und dann werden unsere Probe in Tausende von kleinen Tröpfchen partitioniert. Und in diesen Tröpfchen gibt es dann eine chemische Reaktion, das dann eben praktisch zu so einem Farbumschlag kommt. Das heißt, manche Tröpfchen sind grün, manche blau, manche gelb. Und aus dem Muster von diesen farbigen Tröpfchen können wir dann rückschließen, wie viel ursprünglich Protein wir eben oder Zielmolekül wir in der Lösung haben. Wozu man das braucht? Braucht man das, um referenzfrei und absolut quantitativ Proteine oder deren Interaktion oder Veränderung zu messen. Und das ist wichtig für die Grundlagenforschung, um einfach basale Fragen zu verstehen, wie funktioniert unsere Zelle, wie funktionieren die Abläufe in unserer Zelle, aber eben auch zum Beispiel in der Diagnostik oder Medizin, wenn es darum geht, Biomarker, die beispielsweise eine Krankheit einzeigen, wirklich zu verstehen und zu quantifizieren und daraus eben Rückschlüsse für den Arzt zu schließen. Ist der Patient krank? Was sind die Genesungswahrscheinlichkeiten? Und dafür braucht man die Picotechnologie. Was wir wirklich tun im NanoDiag-Cluster ist wirklich halt dann praktisch die Anwendungen, die dann entwickelt werden, auch dann zum Kunden zu bringen. Also wir sind dann, sage ich mal, so der letzte Baustein. Das heißt, wir sind die dann die Technologien oder die Anwendungen, die in NanoDiag entdeckt wurden, wirklich dann an den Kunden bringen. Das heißt, wir entwickeln dazu Methoden, Kits, Produkte, die dann auch verkauft werden. Unsere Partner von der Klinik haben dann Biomarker eben identifiziert, in dem Fall beispielsweise die Histone. Und wir sind in der Lage, dann mit unserer Technologie diese Histone und deren Veränderungen, also konkret Methylierungen, zu messen, zu quantifizieren und damit dann dem Arzt Informationen bereitzustellen, wie eben die Krankheit im weiteren Verlauf ablaufen wird. Die Nanopore ist für uns eine wichtige Zukunftstechnologie, weil wir eben die Nanopore auch perspektivisch in der Zukunft nutzen können als Auslesemethode von dem Pico-Assay an sich. Und das ist das, was wir im NanoDiag entwickeln wollen. Einmal praktisch eine neue Auslesemethode und auf der anderen Schiene auch ein Anwendungsfeld mit neuen Anwendungen für die Picotechnologie. Was mich am Thema begeistert ist, dass wir praktisch wirklich eine Plattformtechnologie entwickelt haben. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass es nicht darum geht, nur ein einziges Protein oder ein Biomarker sich anzuschauen, sondern nur eine Krankheit, sondern dass es wirklich so eine breite Anwendungsmöglichkeit von Pico gibt. Also was wir messen können, sind Proteine, aber wir können auch deren Interaktion messen, wir können auch deren Modifikation messen, aber wir müssen nicht bei Proteinen bleiben. Wir können beispielsweise auch extrazelluläre Vesikeln, beispielsweise mit der Professor Irina Nazarenko zusammen messen. Und dadurch hat man wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo man eben anwenden kann und in verschiedene Bereiche hineinblickt. Und das finde ich halt einfach so wirklich spannend, dass man da wirklich einfach halt so sieht, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, wo die Technologie angewendet werden kann.